Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Trainingslager in Marbella und ich freue mich sehr, mich heute mit unserem Trainer unterhalten zu dürfen. Lucien Favre, herzlich willkommen. Merci. Schön, dass du hier bist. Lucien, viele haben gute Vorsätze für das neue Jahr. Wie sehen deine Vorsätze für 2020 aus, sportlich oder auch privat? Sportlich, dass wir eine bessere Rückrunde machen als Hinrunde. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist klar. Und Familie, ja, Zeit mit der Familie, Kinder, Enkelin. Ich bin Großvater. Jetzt. Du bist schon Opa? Ja, seit 4 Jahren. Oh. Meine Tochter hat 2 Enkelin gehabt und bin Großvater. Also bist du stolzer Opa? Sehr, sehr. Schön. Sehr. Und Freunde natürlich. Ja. Jeden Tag lernen hast du mal als eine Zielsetzung im Leben genannt. Was hast du in 1,5 Jahren bei Borussia Dortmund am meisten oder am ehesten gelernt? Dass du sehr regelmäßig gewinnen musst. Das ist bei Dortmund so, ne? Yes, das ist so. Aber ist das nicht überall bei jedem Bundesligisten so? Es ist ein wenig, ja, es ist überall. Du hast das, aber es ist speziell hier. Klar. Ja. Aber positiv speziell. In unserem ersten Interview, das ist ja nun schon ein bisschen her, hast du von der gelben Wand in unserem Stadion geschwärmt. Ja. Beschreib doch mal, wie ist das bei den Spielen für dich? Man hat ja beim Jubeln teilweise das Gefühl, dass du von der Energie des Stadions mitgerissen wirst. Ich finde unsere, wie sagt man, gelbe Mauer, gelbe Wand ist enorm wichtig. Man hat das festgestellt seit lange. Ich habe auch das festgestellt seit lange. Sie ziehen die Mannschaft, ja. Das ist klar. Und wir haben auch das festgestellt, zum Beispiel gegen Inter Milan 0-2 und am Ende ist 0-3. Sie helfen viel, das ist klar und das ist magisch. Bekommst du die Lautstärke überhaupt auf der Bank mit? Oder bist du so konzentriert? Ja, aber nicht wie die Spieler, ich denke. Ja. Ja, und deshalb, wir greifen an ohne Ende. Und weil sie sind, wie sagt man, sie ziehen die Spieler nach vorne oder so. Sie ziehen die Mannschaft magisch an, ich kenne das. Ja. Ich finde das ist Fakt. Ja. Ich habe eben gesagt, dass die Südtribüne dich manchmal mitreißt, vielleicht, oder die Mannschaft oder alle etwas mitreißt. Das geht manchmal so weit, dass du dich sogar verletzt oder dass du vielleicht auch deine Verletzung komplett vergisst. Ich war schon verletzt, aber ich habe meine Verletzung komplett vergessen. Komplett. Bist du aufgestanden? Oh, Trauer. Ja, ich hatte total vergessen. Es war 3 Tage vorher und ich habe total vergessen. Ich habe Emotionen und Adrenalin? Ja. Dann ist man einfach so konzentriert, dass man überhaupt nicht daran denkt und dann tut es aber weh. Das ist wichtiger als diese Verletzung. Ja. Wir wissen ja auch alle, dass du viel Fußball schaust im Fernsehen. Gibt es andere Sportarten, die du gerne schaust? Oder vielleicht auch gibt es andere Sportarten, die du selbst noch betreibst? Ja, ich kann Langlauf schauen, Langlaufrennen. Ich kann viele andere Sport, Tennis natürlich. Ja, habt ihr ja natürlich den Besten der Welt. Ich habe auch selbst Tennis gespielt. Ich kann Skifahren, Eishockey kann ich gut auch. Ja? Ja. Fahrrad habe ich sehr, sehr gern. Schwimmen, kann viel Sport.
Ich kann nicht mehr Eishockey, ich kann nicht mehr Ski. Wie bist du denn zum Eishockey gekommen? Weil ich bin geboren in einem Dorf, wo wir waren 150 Einwohner, alle so und Kinder, wir waren in die Schule und damals waren die Flüsse gefroren, einfach gefroren und es war so dick, das Eis war so dick, wir hatten kein Risiko auf dem Eis zu gehen und wir haben hier gelernt zusammen zu Eishockey, es war schön, es war super und auch Ski habe ich in meinem Dorf. Obwohl, das kann ich mir gut damals vorstellen. War so 1 Meter Schnee. Immer? Es war 4 Monate? Nein, nicht 4 Monate, aber ja, 2,5, 3 und manchmal so, manchmal 1 Meter. Es war 600 Meter Höhe und damals war viel Schnee und ich habe hier gelernt Skifahren. Es ist ja in der Trainingswissenschaft aktuell so ein Thema, sich von anderen Sportarten, weil wir eben darüber gesprochen haben, sich inspirieren zu lassen. Ist das bei dir auch der Fall? Nutzt du Wissen aus anderen Sportarten auch für deine Arbeit? Du kannst immer lernen. Ich habe gern die Philosophie von Nadal und Federer. Ja, das sind aber Die auch zwei Granaten. die sagen immer, ich freue mich auf das nächste Training, mich zu verbessern. Und sie vorbereiten sich, um den Erfolg zu haben. So. Ja, man will den Erfolg, man muss sich vorbereiten für den Erfolg. Und nachher, man spricht heute viel von Pressing, Gegenpressing, seit ein paar Jahren klar, aber es war ich glaube 1992, es war Olympic Games in Spanien und waren die Amerikaner bei Basketball so fantastisch. War da noch Michael Jordan dabei? Ja. Scottie Und Pippen. ich war nicht besonders interessiert beim Basketball. Meine Tochter hat viel Basketball gespielt. Aber plötzlich habe ich die Spiele geschaut. Es war fantastisch offensiv. Du siehst nur die Offensive. Und nachher, 1 Monat nachher, habe ich mit jemandem gesprochen, der ist Spezialist von Basketball, hat mir gesagt, Lucien, Sie sind vor allem sehr, sehr gut bei Balleroberung. Und Pressing und Gegenpressing ist Balleroberung heute. Und sie waren sehr gut offensiv, weil sie waren sehr, sehr gut bei Balleroberung. Sie verlieren den Ball oder sofort den Ball erobern oder warten, aber intelligent warten, aktiv warten. Aber ich glaube, zu der Zeit hat sich ja noch gar keiner mit Gegenpressing beschäftigt. Nein. Da hat man gesagt, man geht hinten rein und verteidigt. Man kann sich schon auf andere Sport inspirieren. Ich bin jemand, der will immer etwas lernen, um Fortschritte zu machen. Auch die Spieler müssen sich verbessern und die Trainer, ich als Trainer will mich immer verbessern. Ja. Wenn ich mit den Spielern spreche, dann loben sie dich immer, dass du jeden Einzelnen besser machen möchtest. Bist du das, was man einen Fußballlehrer nennt, der seinen Schülern jeden Tag etwas beibringen möchte, ihn jeden Tag besser machen möchte? Das ist das Ziel, dass die Spieler sich verbessern. Ich habe nach meiner Karriere mit einem Lehrer gearbeitet. Ich habe meine Karriere, gestoppt in 1990, 91. Ich war 34 und ich habe mir gesagt, ja, jetzt ist es Zeit, ein wenig so das zu machen. Und ich habe mit einem Lehrer gearbeitet. Der war auch für die positive Psychologie da. Es ist immer positiv Gedanken haben.
Und es war sehr, sehr gut. Jede Sätze, die sind positiv, nicht ein Teil negativ, aber positiv. Das meint nicht, wir müssen nicht die andere Sache lassen. Aber es war sehr, sehr gut. Ich habe mehrere Jahre das gemacht und es war sehr, sehr gut. Das finde ich auch, man trainiert den Körper, die Muskeln, alles. Aber der Kopf wird meistens ja etwas außer Acht gelassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ebenso wichtig ist. Ja, es ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Immer positiv und nach vorne schauen. Nach vorne. Und das ist für mich auch, wenn du die Spieler verbessern willst, das ist sehr, sehr wichtig, positiv zu reden. Ob sie Fehler gemacht haben oder so, du musst positiv bleiben. Du kannst nur so nach vorne weiter. Du musst korrigieren, aber du musst aufpassen, wie du das korrigierst. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu deiner persönlichen Seite. Du kommst ja gebürtig, das hast du gesagt, aus dem 150 Frau und Mann starken Saint-Barthélemy. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Im Kanton Waadt. Waadt, ja. Ja, genau. Und du bist ja auch noch häufig dort. Wie verbringst du denn deine Zeit dort, wenn du einmal dort bist? Ich habe noch viele Freunde hier. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen so 150, so viele können das gar nicht sein. Ja, aber jetzt sind 800 Einwohner. Ach, okay. Jetzt, ja, aber ist schon lange. Aber damals war nur 150, 200 Maximum. Ja, und viele Freunde wohnen noch dort. Und jedes Mal, dass ich zurückgehe, ich freue mich wieder das kann ich mir vorstellen. Diese Freunde, ich kenne alle. Das ist wirklich so, alle, ne? Es ist sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Ich bin gewöhnt daran, zu spazieren, dort in den Wald mit dem Fahrrad auch. Und ich kenne alle. Das ist in der Region, das ist top. Kommen dann auch viele zu dir und sagen, Lucien, schön, dass du wieder da bist? Ja, aber wir halten Kontakt. Wir telefonieren nicht viel, aber vielleicht einmal pro Jahr und so, aber wir halten Kontakt immer. Toll. Ja. Es gibt neben dir aber noch einen weiteren sehr bekannten Bürger in Saint-Barthélemy, den Tennisspieler Stan Wawrinka. Ja. Wie gut kennst du ihn oder beziehungsweise wie gut kennst du die Familie? Stan kenne ich nicht gut. Ich habe ihn 2-3 Mal getroffen. Aber ich kenne seinen Vater sehr, sehr gut. Wir waren zusammen in der Schule. Ach. Und deshalb kenne ich ihn sehr gut. Ich sehe ihn noch manchmal, weil er wohnt nicht weit von mir. Und das gute Erinnerung waren zusammen in der Schule. Ich habe einmal sollten wir wie sagt man in Deutsch, es ist schwer. Du hast in ein Feld, du hast Pflanzen und wir sollten mehrere Pflanzen in unser Buch für der Lehrer. Für Biologieunterricht. Ja, Biologie. Ich hatte keine Ahnung und er hat für mich das gemacht. Und wir haben lange gearbeitet, weil es war bis 10 Uhr, 11 Uhr am Abend und morgen war die Schule. Und er hat alles für mich gemacht, weil ich war nicht gut hier. Aber nein, es ist... Viele Erinnerungen, wo wir viel zusammen Fußball gespielt damals in den Feldern, so Eishockey, Ski und so. Ihr habt keine Langeweile gehabt? Nein, wir haben immer etwas gefunden, etwas zu machen. Eishockey auf der Straße, manchmal es war gefroren. Fußball auch auf der Straße, aber damals waren 2 Wagen pro Stunde. Ja. Jetzt heutzutage ist ganz anders. Dann kennst du auch noch, die Tore wurden mit der Jacke gemacht, ne? Ja. Ich kenne es.
Aber du bist auch ein großer Freund von Musik. Welche Art der Musik hörst du ganz gerne? Fast alles, aber mein letztes Konzert war Coldplay. Coldplay? Ja. Oh, cool. Stop. Aber ja, es ist. Vielleicht hätte man so, du bist ja ein ruhiges Gemüt. Ich hätte jetzt so vermutet, ja, dass du gerne Klassik hörst, dass dir das... Ein wenig, ja, aber nicht viel. Nein, nicht viel. Ich schaue viel alte Musik, auch französische Musik natürlich, Englisch, auch Deutsche. Ja? Ja. Sie kennen Nena? Du Nena, ja klar, kennst Nena. Ja, aus Hagen, die kommt doch direkt. Boah. Nena. Oh, Nena, wenn jetzt Nena zuguckt. Ja. Unser Trainer hört gerne Nena. Ja, es ist in meinem cool. Phone. In meinem Phone habe ich das Nena. Hat die Tage, vor 2 Tagen war noch ein schöner Bericht, mit 99 Luftballons auf der ganzen Welt ist sie damit bekannt geworden. Ja. Sehr schön. Ja. Aber toll, schöne Musik. Ja, Es ist Wahrheit. Es gibt ja auch viele Gründe, Musik zu hören. Der eine hört es zur Entspannung, zur Motivation, zum Ablenken. Gibt ja 1000 Sachen, wann man Musik hört. Wie nutzt du die Musik und was macht die Musik mit dir? Und was bedeutet dir Musik? Ja, es ist, du brauchst die Musik. Es ist gut, es gibt dir die Ruhe und es ist gut, verschiedene Songs zu hören. Entspannen auch und ja, ich habe das sehr, sehr gern. Gitarre habe ich gern auch. Spielst du? Nein, ich habe probiert, sehr schwer. Ich habe probiert, aber ich habe gern der Ex-Sänger von Dire Straits, der Mark Knopfler. Mark Knopfler. Oh, bin ganz großer Fan. Ja? Ja. War ich einmal beim WDR, Ja. 3 Meter, eigenes Konzert. Mark Knopfler Ja. saß dort und hat Gitarre gespielt. Ja, ist klasse. Es ist klasse. himmlisch. Ja. Es gibt keinen besser. Also gibt natürlich noch gut, aber der Bin ist schon sehr zweimal, gut. als ich in Mönchengladbach war, zweimal nach Belgien, in Antwerpen. Großartig. Ja, Oh. es war groß. Auch schön. Gleicher. Ja. Ja, wir sind ja auch nicht alterstechnisch so weit auseinander, sodass Mark Knopfler. Ja. Wir haben ja eben über die Entspannung gesprochen. Wie entspannst du dich eigentlich nach einem Spiel? Steigst du direkt nach einem Spiel wieder in die Analyse ein, dass du sagst, ich möchte das Spiel unbedingt jetzt noch einmal sehen? Oder sagst du, ich trinke jetzt mal ein Glas Wein, setze mich hin und schaue es mir morgen noch mal an? Ja, manchmal mache ich das, aber es ist die Spiele sind es ist einfacher zu analysieren und zu verdauern, wenn du gewinnst. Und ich wünsche mir in die Zukunft noch mehr Siege. Ja, genau. Und, dann kriegst du es auch abends nicht ans Herz, ne? Ja, manchmal so. Das ist so, Ja. weil wir alle mit Leib und Seele Fußballer sind. Ja. Manchmal ist es schwer, weißt. Aber deshalb will ich nur mehr Siege in die Zukunft. Es ist leichter. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir wünschen uns alle mehr Siege für die Zukunft. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das bis Sommer klappt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Interview. Mal ein paar Worte, ein paar Sätze zu erfahren von einem anderen Lucien Favre. Anders als bei einer Pressekonferenz. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Merci.